Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul-Video, weil angeboxt habe ich schon. Ich habe es schon ausgepackt und das kam alles in einem riesen Karton. Ich habe bei Craft and Wedding bestellt, bei der lieben Heidi. Und ich konnte nicht dran vorbeigehen an diesen Ordnungssystemen für die beim Downkitten sozusagen, wenn ich Restesteine habe, wie bringe ich die unter? Mappen und so, ja, kann man machen. Ich habe mich hier für diese Sortierbox entschieden und wollte euch das kurz vorstellen, was alles in diesem Paket drin war. Ich habe, also erstmal Craft and Wedding, die liebe Heidi, die macht das wirklich auch mit Herz. Und sie hatte auch so eine kleine selbstgebastelte Karte noch mit dabei, wo auch nochmal Dankeschön drauf stand für deine Bestellung. Da war auch eine kleine Süßigkeit mit dran. Die habe ich allerdings schon, also das ist schon weg. Meine Kinder haben sich das schon gekrallt. Und deswegen habe ich diese Karte jetzt natürlich auch nicht mehr. Aber hier ist auch nochmal ihre Visitenkarte mit dran. Auf der Rückseite steht auch nochmal was. Und ja, ich finde das ganz toll. Was ist dabei? Also wir haben einmal diese große Trennbox oder Ordnungsbox, wie sagt man. Ich habe sie in weiß bestellt. Dann, das legen wir mal eben zur Seite. Was kommt alles zu dieser Ordnungsbox? Was gehört dazu? Das ist einmal Hüllen, also diese Zippertüten natürlich. Das sind 500 Stück, 500 Zip-Tüten, 500 Karteikarten, Blanko, die sind nicht bedruckt, die werden dann in die Tüten gesteckt. Und dann haben wir ganz tolle selbstgemachte Trennblätter sozusagen, die dann mit den, man sieht ja auch hier, schönes Washi-Tape, mit dem Schwan, die sie selber gemacht hat auch. Und hier die bunten, ich finde die so toll. Und hat sie selber alle hier ausgeschnitten und beklebt. Die sind dann hier, diese Trennlaschen sind dann nach 100er getrennt. Geht hoch bis 900 und dann haben wir die 3000, 3600, 3800 und die 5200. Und ich finde die ganz süß gemacht. Und das sieht nachher ganz wunderbar aus. Das ist dabei. Dann haben wir hier nochmal ein Tütchen. Da sind, glaube ich, die Sticker noch mit drin. Na nun. Genau. Hier haben wir noch kleine Sticker dazu. Die sind auch nicht so groß, das ist sehr schön. Die kann man dann auf die Zip-Tüten kleben und genau, kurz die DMC-Nummern dann speziell nochmal draufschreiben. Wie ich meine Steine wegsortiere, da mache ich dann nochmal ein separates Video zu. Und wie ich dann auch diese Box aufbaue, das mache ich jetzt noch nicht. Ich wollte euch das einfach nur einmal zeigen. Und dann hat natürlich die liebe Heidi unter anderem auch Wachs in ihrem Sortiment. Und da konnte ich jetzt auch nicht drum rum, um mir ein paar Pröbchen zu bestellen. Und zwar habe ich mir hier einmal Eukalyptus und Spearmint bestellt. Das macht sie auch alles selbst. Ich mache das hier einfach auf einmal, um euch zu zeigen. Also man sieht das hier eigentlich auch schon, die Farbe grün. Und leider haben wir ja kein Riechvideo. Können wir kein Riechvideo machen. Also das heißt, ihr könnt nicht riechen, aber ich kann es riechen. So sieht das dann von drinnen aus. Und riecht toll. Also die Mischung finde ich gut. Eukalyptus mit Spearmint. Meine Tochter nickt. Die sitzt hier neben mir dazu. So, dann habe ich Kaffee. Da war ich ja ganz gespannt drauf. Das ist schwarz,
So wie der Kaffee halt ist, ja. Hätte ich mir jetzt auch nicht in einer anderen Farbe vorstellen können, tatsächlich. Ja, riecht auch nach Kaffee. Ne? Schwarz. Also ich habe das Wachs noch nicht ausprobiert mit einem Stift, insofern kann ich dazu noch nichts sagen. Und dann hat sie noch ein kleines Goodie noch mit beigelegt. Thank you. Und das ist rosa Zucker. Das ist ja auch spannend. Wie riecht denn bitte rosa Zucker? Das will ich jetzt hier auch nochmal ausprobieren. Das ist gelb. Ja. Riecht gut. Riecht einfach gut. Kann ich nicht so richtig beschreiben. Riecht ein bisschen. Riecht das ein bisschen nach Rosenblüten? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Hauch. Weiß ich nicht. Riecht auf jeden Fall angenehm. Riecht nicht so stark. Also ich weiß nicht, ob ich den Vergleich jetzt mal anstellen kann. Also ich habe mir diese Trocknertücher gekauft, damit die Steinchen nicht so zusammenkleben. Und ich muss sagen, die haben einen extremen Geruch. Einen extremen frischen Geruch da drin, der auch sich über, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, über eine Woche draußen hängen gehabt auf der Terrasse, damit der Geruch weggeht, weil der so stark war. Aber dies hier riecht dezent, nicht zu dezent, aber man will ja eigentlich auch nicht nachher, dass die ganze Leinwand tagelang riecht. Insofern finde ich das sehr angenehm und sehr ausgewogen tatsächlich. Dann haben wir hier noch eine Beschreibung für das Bienchen-Duftwachs, fürs Diamond Painting. Auch nochmal. Hier haben wir dann auch nochmal einen QR-Code, um die Anleitung für die Anwendung, also wie gehe ich mit diesem Wachs um, wie man das anwendet, sozusagen in den Stift füllt. Ja, insofern toll. Finde ich toll. Liebe Heidi, ich bestelle bestimmt nochmal bei dir, falls du das guckst. Okay, bis dahin, das war's von mir. Tschüss, einen schönen Tag euch.